Du bist ein Planer Premium User, also ein Project for the Web User und musst richtig viele Tasks anlegen und akribische Arbeit leisten, dann schau dir dieses Video an. Ich habe dir die besten Shortcuts, um schneller, produktiver im Premium Planer zu arbeiten, einmal zusammengefasst. Bis gleich im Video. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Timo und ich und mein Team digitalisieren Prozesse in Microsoft Teams, Microsoft 365 und alle anderen schönen Dienste, die da dazu gehört. Und eins davon ist der Premium Planer. Nochmal kurz zur Erinnerung, es gibt den Basisplaner und den Planer Premium, und der Planer Premium ist quasi die Weiterentwicklung von Project for the Web. Hier können wir Sammelvorgänge anlegen, wir können Abhängigkeiten erstellen, wir haben diese schöne Gantt-Chart-View. Also wir gehen dort hier schon richtig ins Projektmanagement rein und machen ordentliche Zeit- und Aufgabenpläne. Damit das schneller und einfacher geht, stelle ich dir heute meine liebsten Shortcuts vor, direkt in Planer Premium. Und wir legen gleich los mit dem wichtigsten Shortcut. Und das ist nämlich das Einrücken. Ja, ein tolles Feature nämlich vom Premium Planer ist ja, dass du Sammelvorgänge machen kannst, Aufgaben, Tasks gruppieren kannst. Und wenn du das immer per Rechtsklick machst oder auch mit Maus und Drag and Drop, dann kann das natürlich schon Zeit kosten, weil du von der Tastatur weg musst. Deswegen kannst du hier ganz einfach mit Shift, Alt und der Pfeiltaste nach links kannst du nämlich einfach das einrücken und mit der Pfeiltaste natürlich nach rechts kannst du es auch wieder höher stufen und rausmachen. Spart unheimlich viel Zeit und macht deutlich mehr Spaß. Beim Einrücken machst du nämlich gleich auch den Vorgang, der darüber liegt, direkt zu einem Sammelvorgang und kannst ihn dann ein- und ausklappen. Und das bringt uns schon zu Shortcut Nummer 2, nämlich das Ein- und Ausklappen kannst du auch hier mit der Tastatur machen. Du hältst wieder Shift und Alt gedrückt und wenn du jetzt einmal auf das Ist gleich gehst, also bei der 0, kannst du das Ganze aufklappen und wenn du ein Minus nimmst, das ist nämlich das neben der rechten Shift-Taste, kannst du es auch wieder zusammenklappen. Was du auch immer wieder brauchen wirst, wenn du ja deinen Projektplan erstellst, ist ja eine neue Zeile einzufügen, wahrscheinlich schon oben, wo schon alle Zeilen belegt sind. Und das kannst du ganz einfach mit der Insert-Taste machen. Einmal gedrückt, wird überhalb der aktuell selektierten Zeile eine neue Zeile eingefügt. Wenn du jetzt nun den neuen Vorgang anlegst und dort die weiteren Informationen haben möchtest, dann kannst du ganz einfach mit Alt und I für Informationen hier den Task aufmachen und kannst dort drin jetzt alle Eigenschaften, alle Metadaten dieser Aufgabe bearbeiten. Wenn du hier von Zelle zu Zelle springen möchtest, nutzt du wie gewohnt die Tab-Taste. Und wenn du irgendetwas, wo es vielleicht kein Shortcut dazu gibt, jetzt hier an dieser Aufgabe machen möchtest und dies auch nicht in diesem erweiterten Dialogfeld ist, dann kannst du ganz einfach mit Alt und M auch das Optionsmenü, also das Kontextmenü, dir öffnen, mit den Pfeiltasten den Befehl aussuchen und mit Enter bestätigen und schon hast du eigentlich alles auf der Tastatur, was du für einen erfolgreichen Projektplan brauchst. Und wenn du nun schon hier fleißig an der Tastatur am Arbeiten bist, möchtest du vielleicht auch gleich den ein oder anderen Task als completed markieren oder vielleicht ist er auch fälschlicherweise completed, das wieder zurücknehmen. Das machst du auch wieder mit den Tastenkombinationen Shift und Alt und nimmst nun D für dann nehme ich mal an, dass die ganze Geschichte erledigt und abgeschlossen ist, also dieser Vorgang, in dem du dich befindest, oder du nimmst die Shift- und Alt-Taste und drückst dann noch N, dann kannst du das Ganze als Not Started markieren, also die Aufgabe ist noch nicht begonnen und ist noch zu erledigen. Tja, und das waren schon die wichtigsten Shortcuts, die du im täglichen Alltag mit dem Premium Planer brauchst. Gibt noch 2 Bonustipps, nämlich der eine ist, wenn du hier in dem Planer drin bist und ganze Aufgaben kopieren möchtest, dann musst du schauen, dass die Zelle richtig selektiert ist und dazu musst du ganz links in die Zelle klicken, dort wo diesen viele Pünktchen sind, sodass sie komplett einen Rahmen bekommt und kannst jetzt einfach STRG C, STRG V machen und dann hast du diesen Vorgang kopiert. Und der zweite Tipp ist, wenn du das für mehrere Tasks machen möchtest, ist das am besten, wenn du einen Sammelvorgang erstellst, diesen einfach zusammenklappst. Du hast ja jetzt gelernt, da gibt es auch einen Shortcut dafür und dann eben auch diese Zeile nun selektierst mit dem Pünktchen vorne und dann das ganze Ding auf einmal kopierst.
und einfügen. Ich hoffe, da war was Nützliches für dich dabei. Wenn ja, dann schreib das doch gerne in die Kommentare oder lass mich deinen Lieblings-Shortcut wissen. Der könnte natürlich auch mir helfen, da freue ich mich ganz besonders drüber. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.